Du denkst, du bist stark, aber in Wahrheit bist du nur einsam. Und hier ist der Grund. Deine Frau nimmt dich nicht mehr ernst. Sie hört dir zu, aber sie hört nicht mehr auf dich. Sie diskutiert nicht mehr, sie erklärt sich nicht mehr. Und das macht dich wahnsinnig. Du merkst, wie du kleiner wirst, wie du innerlich unruhig wirst, wie du anfängst, Dinge zu tun, die du früher verachtet hast. Du schreibst zu viel, du erklärst dich zu oft. Du willst klären, reden, verstehen. Und gleichzeitig verachtest du dich selbst dafür. Du rennst ihr nicht hinterher, aber innerlich tust du es längst. Und während du nach außen so tust, als hättest du alles im Griff, passiert innen etwas ganz anderes. Du verlierst deine Mitte. Was hier wirklich passiert und was du dir nicht eingestehst, du glaubst, du kämpfst um die Beziehung. In Wahrheit kämpfst du um dich selbst. Denn in dem Moment, in dem sie sich emotional entzieht, bricht etwas in dir weg. Nicht sie, sondern dein Gefühl von Wert. Und genau hier beginnt der Teil, den kaum ein Mann sehen will. Du wirst nicht kontrollierend, weil du böse bist, du wirst kontrollierend, weil du Angst hast. Nicht diese kleine, rationale Angst, sondern diese dumpfe, körperliche, nicht erklärbare Angst, die sich anfühlt wie, wenn ich das jetzt verliere, bin ich nichts mehr. Und diese Angst macht etwas mit dir. Sie verändert deine Gedanken, deinen Blick, deine Sprache, deine Haltung. Und vor allem, sie verändert, zu wem du wirst. Der gefährlichste Moment, wenn du anfängst, deine Gedanken nicht mehr zu hinterfragen. Achte genau darauf, was jetzt in deinem Kopf passiert. Gedanken wie, sie respektiert mich nicht mehr. Ich muss ihr zeigen, dass sie mich nicht einfach so behandeln kann. Ich darf mir das nicht gefallen lassen. Wenn ich jetzt nichts tue, verliere ich sie endgültig. Diese Gedanken fühlen sich logisch an, männlich, konsequent. Aber sie haben einen Haken. Sie machen dich reaktiv. Und ein Mann, der nur noch reagiert, führt nicht mehr. Weder sich selbst, noch eine Beziehung. Hier kippt Stärke in Bedürftigkeit. Du nennst es Klarheit, aber sie spürt Druck. Du nennst es Grenzen, aber sie spürt Kontrolle. Du nennst es Liebe, aber sie spürt Angst. Und je mehr du versuchst, sie emotional zurückzuholen, desto weiter entfernt sie sich innerlich. Nicht, weil sie kalt ist, sondern weil sie spürt, hier will mich jemand benutzen, um sich selbst zu stabilisieren. Und das ist der Moment, in dem Anziehung stirbt. Jetzt kommt der Teil, den kaum jemand sagt. Das hier hat nichts mit ihr begonnen. Nicht mit ihrem Verhalten, nicht mit ihren Worten, nicht mit ihrem Rückzug. Das hier wurde in dir aktiviert. Und zwar an einer Stelle, die viel älter ist als diese Beziehung. Erstens, du verwechselst Nähe mit Selbstwert. Wenn sie dich sieht, fühlst du dich groß. Wenn sie sich entzieht, fühlst du dich klein. Das ist kein Liebesproblem, das ist ein Identitätsproblem. Denn ein Mann, dessen Selbstwert an der Reaktion einer Frau hängt, ist innerlich nicht frei. Er ist abhängig. Und Abhängigkeit ist der Tod von Augenhöhe. Zweitens, dein inneres Kind sitzt mit am Tisch. Du bist heute erwachsen, aber das, was gerade reagiert, ist nicht der erwachsene Mann. Es ist der Teil in dir, der sich früher schon übersehen gefühlt hat. Der Teil, der gelernt hat, ich muss etwas tun, damit ich gesehen werde. Vielleicht warst du als Kind angepasst, brav, leistungsorientiert oder unsichtbar. Vielleicht hast du gelernt, dass Liebe nicht einfach da ist, sondern verdient werden muss. Und genau dieser Teil meldet sich jetzt. Nicht mit Worten, sondern mit Druck. Drittens, Kontrolle ist ein verzweifelter Versuch, nicht wieder übersehen zu werden. Du kontrollierst nicht, weil du Macht willst, du kontrollierst, weil du nicht wieder der Junge sein willst, der innerlich schreit und niemand hört zu. Also versuchst du, die Situation zu steuern, Gespräche zu erzwingen, Reaktionen zu bekommen, Bestätigung zu sichern. Aber genau das macht dich schwach. Nicht nach außen, sondern in deiner Wirkung. Und jetzt hör genau zu. Ein Mann verliert nicht seine Frau, weil er zu ruhig ist.
Er verliert sie, weil er seine innere Stabilität verloren hat und sie dafür verantwortlich macht. Frauen verlassen keine Männer, die fühlen. Sie verlassen Männer, die fühlen und damit nicht umgehen können. Der Wendepunkt. Wenn du beginnst, dich selbst zu beobachten. Nicht sie, dich, deine Gedanken, deine inneren Bilder, deine Fantasien von Verlust, deine Angstszenarien. Der Moment, in dem du merkst, ich bin gerade dabei, jemand zu werden, der ich nicht sein will. Das ist der erste echte Moment von Stärke. Nicht Dominanz, nicht Kontrolle, nicht Rückzug auflöst, ohne Spielchen, ohne Manipulation. Du löst ihn nicht, indem du stärker auftrittst. Du löst ihn, indem du innerlich langsamer wirst, indem du deine Gedanken prüfst. Stimmt das wirklich? Oder ist das alte Angst? Indem du lernst, diesen inneren Druck nicht sofort auszuleben. Das fühlt sich ungewohnt an, fast falsch. Aber genau dort entsteht wieder Würde. Ein Satz, den du dir merken solltest. Du verlierst deine Frau nicht, weil du zu wenig kämpfst. Du verlierst sie, weil du innerlich kämpfst, statt bei dir zu bleiben. Wenn dich das hier trifft, dann nicht, weil du schwach bist, sondern weil du an einem Punkt stehst, an dem du entscheiden musst, willst du Recht behalten oder willst du wieder ganz werden? In den nächsten Abschnitten gehen wir tiefer, wie diese Muster entstehen, warum sie sich immer wiederholen und wie du lernst, wieder ein Mann zu werden, der nicht um Aufmerksamkeit kämpfen muss. Warum Männer Respekt verlieren, ohne es zu merken. Lass uns etwas klären, das weh tut, aber nötig ist. Respekt geht nicht in dem Moment verloren, in dem du laut wirst oder Fehler machst oder schwach wirkst. Respekt geht verloren, wenn du innerlich abhängig wirst und das nach außen sickert. Und Frauen spüren das schneller, als Männer es wahrhaben wollen. Nicht, weil sie manipulativ sind, sondern weil sie feiner wahrnehmen, wo ein Mann steht. Der Moment, in dem sich deine Energie verschiebt. Am Anfang warst du bei dir. Du hattest dein Leben, deine Richtung, deinen Stand. Du warst interessiert, aber nicht leer ohne sie. Und dann, langsam, fast unmerklich, verschiebt sich etwas. Deine Gedanken kreisen mehr um sie als um dich. Deine Stimmung hängt davon ab, wie sie reagiert. Dein innerer Zustand schwankt mit ihrem Verhalten. Und genau hier passiert etwas Entscheidendes. Du gibst unbewusst deine innere Autorität ab. Innere Autorität, was das wirklich ist. Innere Autorität hat nichts mit Dominanz zu tun, nichts mit Lautstärke, nichts mit Kontrolle. Innere Autorität bedeutet, ich stehe innerlich auf beiden Beinen, egal was du gerade tust. Ein Mann mit innerer Autorität braucht keine Reaktion, um sich wertvoll zu fühlen. Und genau das ist der Punkt, an dem Anziehung entsteht oder stirbt. Warum emotionale Abhängigkeit unattraktiv wirkt. Das hier ist unbequem, aber wahr. Emotionale Abhängigkeit fühlt sich für den anderen an wie eine Last. Nicht wie Liebe, nicht wie Nähe, sondern wie Verantwortung für deinen inneren Zustand. Und niemand will der emotionale Stabilisator eines erwachsenen Mannes sein. Nicht aus Härte, sondern aus Selbstschutz. Jetzt hör genau zu. Du wirst nicht weniger respektiert, weil du fühlst. Du wirst weniger respektiert, wenn du deine Gefühle nicht selbst halten kannst. Wenn sie ungefiltert beim anderen landen. Wenn sie zu Forderungen werden, zu Erwartungen, zu stillen Vorwürfen. Der innere Monolog, der alles zerstört. Achte auf diese Gedanken. Warum meldet sie sich nicht? Was habe ich falsch gemacht? Ich muss das jetzt klären. Ich darf das nicht einfach stehen lassen. Das ist kein Denken. Das ist ein innerer Alarm. Und je öfter du diesem Alarm folgst, desto weiter entfernst du dich von dir selbst. Warum du dich klein fühlst und was wirklich dahinter steckt. Dieses Gefühl von Kleinsein kommt nicht von ihr. Es kommt von einer alten Überzeugung. Ich bin nur wertvoll, wenn ich gesehen werde.
Und diese Überzeugung ist fast immer alt. Sehr alt. Der Ursprung liegt tiefer, als du denkst. Viele Männer hatten keine offene Gewalt in ihrer Kindheit, aber sie hatten etwas anderes. Missachtung. Nicht gesehen werden. Nicht ernst genommen werden. Überhört werden. Funktionieren müssen. Und daraus entsteht ein Mann, der äußerlich stark wirkt, aber innerlich ständig auf Bestätigung wartet. Nicht bewusst, aber spürbar. Das innere Kind meldet sich nicht mit Worten. Es meldet sich mit Druck, mit dem Bedürfnis, gesehen zu werden, bestätigt zu werden, wichtig zu sein. Und wenn das nicht kommt, entsteht Frust, Wut oder Verzweiflung. Und all das richtet sich früher oder später gegen die Beziehung. Warum Nachlaufen immer alles schlimmer macht. In dem Moment, in dem du innerlich nachläufst, verlierst du Führung. Nicht, weil du dich bemühst, sondern weil du dich verlierst. Du bist nicht mehr der Mann, der eine Beziehung gestaltet. Du bist der Mann, der hofft, sie zu retten. Und Hoffnung ohne innere Stabilität fühlt sich verzweifelt an. Der Punkt, an dem du innehalten musst. Wenn du merkst, ich denke nur noch an sie, ich reagiere nur noch, ich verliere meine Ruhe, dann ist das kein Zeichen, dass du mehr tun musst. Es ist ein Zeichen, dass du aufhören musst zu handeln. Die Frage ist nicht, wie bekomme ich sie zurück? Die Frage ist, zu wem werde ich gerade? Denn selbst wenn sie bleibt, wenn du innerlich klein bleibst, ist die Beziehung verloren. Wie du wieder in deine Mitte kommst. Nicht durch Spielchen, nicht durch Ignorieren, nicht durch künstliche Härte, sondern durch Ehrlichkeit, dir selbst gegenüber, indem du sagst, ich habe Angst, aber ich mache sie nicht zu ihrem Problem. Das ist erwachsene Männlichkeit. Ein wichtiger Satz. Eine Frau verlässt keinen Mann, der bei sich bleibt, selbst wenn es schwierig wird. Sie verlässt Männer, die innerlich zerfallen und sie dafür verantwortlich machen. Abschluss dieses Blogs. Wenn dich das hier triggert, dann nicht, weil es falsch ist, sondern weil es einen Punkt trifft, den du lange umgangen hast. Im nächsten Blog gehen wir dahin, wo Veränderung wirklich beginnt. Wie du lernst, deine Gedanken zu führen, statt von ihnen geführt zu werden. Sag nichts, bleib einfach dran. Abonniere den Kanal, gib einen Daumen hoch und kommentiere unten.